Wer bist du und was machst du? Also, mein Name ist Raphael. Ich bin 32 noch, Gott sei Dank. Man wird immer älter. Was ich mache ist, wenn man das so hier im Hintergrund sieht, nicht voll professionell, aber doch mehr als nur hobbymäßig Musik. Was war der erste Sneaker, den du unbedingt haben wolltest? Sehr gute Frage. Es war ein Sneaker, den ich mir mittlerweile gekauft habe, allerdings eine andere Farbe. Es war ein Reebok Pump, und zwar ein Basketballschuh, den ich damals haben wollte. Ich vermute mal, ich war so 11 oder 12 Jahre alt und ja, so 10, 11, 12 Jahre alt. Und es gab damals in Freiburg das Sportfachgeschäft Hettlage. Ich glaube mittlerweile, ich weiß nicht mehr, wie es genau heute heißt. Auf jeden Fall gab es diesen Reebok Pump Schuh und der hat 350 Mark gekostet. Und ich denke, jeder kann sich vorstellen, was meine Mutter gedacht hat, als ich gesagt habe, ich will diesen Schuh haben. Ja, habe ihn natürlich nicht bekommen. Habe auch viele Tränen verdrückt, in der Hoffnung, dass ich meine Mutter doch noch weichklopfen kann. Aber da war sie stur. 350 Mark für einen Schuh. Und man muss dazu sagen, ich war immer ambitionierter Fußballer. Das heißt, egal was für Schuhe ich anhatte, ob die guten alten Halbschuhe oder sonst irgendwelche Schuhe, ich bin immer damit auf den Ascheplatz gegangen und habe Fußball gespielt. Basketball sowieso, aber ich glaube, dieser Ascheplatz war das, was letztlich, denke ich, 99% meiner Schuhe in der Jugendzeit ruiniert hat. Also insofern kann ich meine Mutter heute nachvollziehen. Damals wollte ich den Schuh haben und deswegen habe ich mir jetzt so einige Jahre später mit dem nötigen Kleingeld dann auch kaufen können, wobei ich sagen muss, die Schuhe waren dann nicht ganz mehr so teuer, wie sie damals waren. Was ist dein aktuell liebster Sneaker? Das ist eine gute Frage, den habe ich eigentlich so gar nicht. Ich bin gerade relativ bequem geworden, ich bin wieder so auf Timberlands umgestiegen, aber das ist, glaube ich, eher Wetter- und Jahreszeiten bedingt und ich bin aufgrund meiner eigentlichen Berufung recht häufig auch draußen unterwegs, so dass es ganz, ganz ekelhaft ist. Ich friere mir immer den Arsch ab, beziehungsweise alle Extremitäten, das heißt die Finger und die Fußzehen. Und es ist einfach fies, wenn man draußen in der Kälte steht und hat schlechtes Schuhwerk. Deswegen habe ich gerade eher Funktionssneaker als meine Leidenschaft, weil die eben in der kalten und regnerischen Jahreszeit durchaus Vorteile gegenüber dem eigentlichen Sneaker, den ich mag, nämlich dem Stoffsneaker, vorweisen. Und da bin ich sehr offensichtlich doch fast bei meinem Alter angekommen. Da bin ich sehr, sehr ja, dem Wetter entsprechend gekleidet. Was ist ein Sneaker, den du mal besitzen möchtest? Ich kann nur sagen, es gibt die erste Version des hintenrum Air-Kissens von Nike. Da gibt es einen normalen, wie soll man sagen, geht in die Fitness-Jogging-Richtung und eben einen Basketball-Sneaker. Die habe ich beide. Was es noch dazu gab in einer limitierteren Auflage, und das weiß ich, weil ich sie damals gesehen habe, im Sporthaus Glockner, was es mittlerweile auch schon 10 Jahre nicht mehr gibt in Freiburg, ist ein Cross-Trainer-Schuh, den damals Sergej Bubka, ein wahnsinniger Athlet, der glaube ich bis heute noch den Stabhochsprung-Rekord hält, mitentwickelt hat. Und das ist der 93er Air Max Cross Trainer. Den gibt es gar nicht mehr. Dafür würde ich 1000 Euro aufgeben. Sofort würde ich die auf den Tisch legen, weil diese Schuhe hat kein Mensch. Ich habe die noch nie in echt gesehen, außer eben damals. Wann war das? 93 vermutlich, wenn er rauskam. 94 wird es vielleicht auch noch gegeben haben, weil die Deutschen ja immer etwas hinterher sind. Aber seitdem habe ich den nie mehr gesehen und auch noch keinen Menschen gesehen, der den je getragen hat. Welcher Schuh geht gar nicht? Ich habe jemanden, den ich jetzt namentlich nicht nenne, bei mir in der Fußballmannschaft, der diese 0815 China LED-Schuhe trägt. Das heißt, man kann, also früher gab es von LA Gear oder so, gab es Schuhe, die immer so geblinkt haben mit jedem Schritt. Das ist natürlich nicht mehr zeitgemäß. Es gibt Schuhe mittlerweile, die unten die Sohle transparent haben und man kann einstellen, welche Farbe diese Sohle gerade in LED leuchtet. Ist natürlich total geil, wenn man dann in der Disco steht und hat leuchtende Schuhe. Ist man der absolute Oberhammer. Nur ich finde diese Schuhe beschissen. Ich würde sie niemals tragen und ich würde sie auch keinem empfehlen, weil sie einfach behindert sind.
Wenn nicht mit Rap, dann mit Pumpgun. Ja, ich habe immer gedacht, dass ich mit Pumpgun rap, aber das hat dann Eazy-E vor mir schon die Idee gehabt, dass das ganz cool ist, wenn man so mit der Pumpgun in das Studio reinsteppt. Ich habe aufgrund dieser schwierigen Situation, die wir derzeit haben und diesen unsicheren Zeiten mir auch ernsthaft überlegt, ob ich meine Pumpgun anschaffen soll. Habe dann gemerkt, dass die Zeiten gar nicht so schlimm sind.